herzlich willkommen zu Leadership Insights. Sehr herzlich willkommen zu unserem Leadership Talk. Wir wollen jetzt alles diskutieren, alles zur Verfügung stellen, was an Haltungen und Instrumentarien von Führungskräften heute und morgen benötigt wird. Wir tun das auf Basis eines sehr breiten theoretischen Bogens, aber ganz praktisch heruntergebrochen auf den Alltag von Führungskräften, so wie er heute aussieht und sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten aussehen wird. Mein Name ist Karin Bauer. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ich leite das Karrierenressort in der Tageszeitung Der Standard. Ich bin zu Gast bei Helga Patter-Drechsler, der Leiterin der Executive Education an der Executive Academy Wirtschaftsuniversität Wien, unsere Host, unsere Expertise. Vielen Dank. Mit mir zu Gast ist Susanna Wieseneder. Sie ist Personal Counselor. Sie berät in dieser Rolle, in dieser Funktion internationale Unternehmen, internationale Führungskräfte, High Potentials auf ihrem Leadership-Weg. Sie ist unter anderem Buchautorin und sie hat aktuell ihre Erfahrungen, ihr Wissen im Leadership-Alphabet für uns zusammengefasst. Etwas, über das wir jetzt auch sprechen möchten. Helga, beginnen wir bitte aktuell. Was lernen wir denn gerade in der Pandemiezeit oder haben wir vielleicht schon was gelernt? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir erleben das ja alle so. Turbulenzen, Chaos und natürlich irgendwie was ganz Neues, was wir sonst auch nicht kennen. Und eins, was ich rausgreifen möchte, ist natürlich das neue Führen auf Distanz. Viele haben das vielleicht schon mal gemacht, aber die meisten erleben das ja gerade ganz neu und müssen sich erst neu orientieren, wie das auch funktioniert mit kleineren und größeren Teams. Und da sehe ich ganz viel Learnings, neue Learnings, was es heißt natürlich, ein Team bei Laune zu halten, beisammen zu halten, gemeinsam weiter zu arbeiten natürlich auch. Und das ist etwas, was wir ja jeden Tag wieder aufs Neue irgendwie strukturieren müssen, wo wir viele neue Erfahrungen machen und wo wir auch merken, dass vielleicht nicht alles funktioniert und wo Fehler passieren und wir damit umgehen müssen. Absolut. Und ich glaube, ich möchte das jetzt gerne ergänzen, was die Helga gesagt hat. Ich glaube, es ist jetzt auch eine Zeit, wo ein paar Glaubenssätze oder Regeln, die wir hatten, beginnen sich aufzulösen. Punkt 1 ist einmal der Glaubenssatz im Sinne von nur wer präsent ist leistungsfähig. Ja? Wir wissen jetzt, es gibt schon die ersten Zahlen, die ersten Umfragen, dass Menschen in ihren Homeoffices zum Teil viel produktiver sind, weil sie fokussierter sind. Ja? Also das heißt, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt gerade auch erkannt wird. Der zweite Punkt ist sicher so, dass nur das, was perfekt ist, ist gut. Auch das löst sich komplett auf, denn Improvisation, wie du es gesagt hast, oder eben Schritt für Schritt immer wieder nachjustieren, das ist das Gebot der Stunde. Ja. Stichwort löst sich auf und wird dann auch wegbleiben oder wird zurückkommen? Ich glaube, dass wir das jetzt noch nicht wirklich voraussehen können. Ich glaube, das, was man über alles, was wir gerade lernen, sehen können oder sagen können, ist, dass der Grad der Flexibilisierung von wo man arbeitet, wie man arbeitet und so weiter, dass sich der massiv erhöhen wird, Punkt 1. Und Punkt 2, sicherlich auch, dass das mit dem Denken und mit dem Handeln, aber auch mit dem Fühlen von Führungskräften, das wird sich verändern. Da wird etwas Neues entstehen, beziehungsweise werden sich neue Sichtweisen eröffnen. Herausforderungen wäre mein nächstes Stichwort. Wird man fertig, sie aufzuzählen, oder ich frage anders, was sind denn aktuell die großen benennbaren Herausforderungen? Ja, also und da komme ich vielleicht auf den Glaubenssatz Nummer 1 zurück. Ne? Wer präsent ist, der leistet was. Das ist ja das Gängige, was wir denken. Das ist schon spannend, auf Führungskräfteebene oder aus der Perspektive zu sehen, weil natürlich bin ich jetzt auch als Führungskraft nicht präsent. Und ich muss mir überlegen, oder das ist die Herausforderung, die viele Führungskräfte haben, wie können wir trotz dieses Homeoffice, trotz dieser Distanz präsent sein und bei den Teams, bei den Menschen auch sein. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichsten Herausforderungen. Wie können wir das, was wir momentan nicht miteinander im Büro haben, dieses ich spüre, wenn es jemandem nicht gut geht oder ich spüre, wenn da was nicht gut oder rund läuft, wie können wir das aufgreifen und merken und spürbar machen?
Diese neue Qualität der Struktur, an der wir gerade arbeiten, die wir uns erarbeiten, bietest du da eine Hilfestellung an? Ja, also zum Beispiel, was mir da gut gefällt, ja, es ist mein Tool natürlich, aber das Periodensystem der Führung zum Beispiel ist genauso etwas. Damit kann ich gut reflektieren, was bringen eigentlich meine Menschen, meine Mitarbeiter mit an Kompetenzen, an Fähigkeiten, Stärken, an Qualitäten. Und das kann ich über die Distanz doch nochmal besser reflektieren, weil ich einen gewissen Abstand habe, den ich vielleicht im Büro nicht so habe. Und hier habe ich vielleicht jetzt auch im Homeoffice bewusst nochmal die Zeit, mit jedem Einzelnen zu sprechen, mit jedem Einzelnen zu reflektieren. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ein Tool heranzuziehen, ein Führungskräftetool, das in dieser speziellen Situation auch gut unterstützt und hilft. Weil, was ich natürlich über die Distanz brauche, ich muss die Menschen richtig einsetzen und dort die richtigen Aufgaben verteilen. Und das kann ich nur, wenn ich als Führungskraft weiß, wer kann was und wer kann was wo beitragen. Dieses Periodensystem, wie komplex ist das oder kann man das in einer Kürze erklären? Ich versuche es. Es ist ein bisschen angelehnt an das Periodensystem der chemischen Elemente. Wir können uns noch daran erinnern oder zumindest ein bisschen daran erinnern. Und auch da haben wir die Aggregatzustände, die es auch im Periodensystem gibt, hergenommen und die Kompetenzen danach unterteilt. Also die Hard Skills, die viel zitierten, sind unser fester Aggregatzustand bis hin zu den Soft Skills, der gasförmige Aggregatzustand. Und wir haben dann noch ein paar weitere Spezialitäten gefunden. Es gibt nämlich mehr Aggregatzustände, als wir vielleicht in der Schule gelernt haben. Es gibt dann auch noch plasmaförmig. Das wären sowas wie Qualitäten, wie Mut, Fokus, Offenheit, etwas, was wir gerade jetzt ganz dringend brauchen. Aber auch die Suprafluidität, auch ein Aggregatzustand, die sozialen Rollen. Wer bringt was ins Team ein? Auch dessen muss ich mir als Führungskraft bewusst sein und mit diesem Tool kann ich das sehr gut analysieren, strukturieren und reflektieren. Das klingt jetzt so, als wäre das Wort Kompetenzen, wenn wir von Leadership sprechen, so ein bisschen von gestern schon. Und Qualitäten, ja, ist das so? Ja, ich glaube schon, weil gerade in einer Zeit wie in dieser Krise so etwas wie Qualitäten, so wie wir es definiert haben, wie zum Beispiel Mut und Offenheit, Wertschätzung ganz besonders wichtig werden, weil wir uns eben nicht sehen und nicht jeden Tag vielleicht den Konflikt austragen können oder den Streit begraben können. Das geht momentan nicht. Das heißt, ich brauche vielleicht andere Qualitäten, die jetzt essentieller sind als noch zuvor. Sicher mehr als Kompetenzen noch. Susanna, dürfen wir ein bisschen einen Blick werfen, so einen Sneak in den geschützten Raum der Counselor. Was sind denn von Klientenseite die Herausforderungen? Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Ja, der gemeinsame Nenner während der Pandemie war anfangs natürlich das Geschäft am Laufen zu halten und da alles sicherzustellen, plus die Mitarbeitenden in ihre Homeoffice zu schicken. Also das heißt, die Vorsichtsmaßnahme und auf der anderen Seite natürlich hier ein Krisenstab und ein Krisenszenario und das einzurichten. Das war mal in der ersten Phase. In der Phase, in der wir jetzt sind, ist es so, dass viele natürlich wieder in ihre Offices zurückkommen. Das heißt, das bedeutet jetzt auch, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, Szenarien dafür zu bauen, aber auf der anderen Seite auch, und das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit doch sehr stark, ist zu überlegen, was ist denn wirklich, was haben wir denn wirklich gelernt und was nehmen wir mit? Was verändern wir? Und was wollen wir auch in unserer Zusammenarbeit, und das ist jetzt nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch organisational zu sehen, was können wir hier vielleicht schneller, besser, sicherer, gesundheitlicher, was können wir da tun? Das sind so die ganz großen Themen der letzten Wochen und Monate gewesen. Ich nehme noch einmal Qualitäten auf. Welche Qualitäten werden es denn sein, die ganz in den Vordergrund treten werden? Eine ganz große Qualität ist, mit der Ungewissheit und der Unsicherheit umzugehen, das zu lernen und das auszuhalten. Nicht zu wissen, ob der Plan, ob das Budget, ob der Weg jetzt auch wirklich passt für die nächsten Monate, Jahre und so weiter. Und das wird sicherlich ein ganz großes Thema sein. Ich nenne das gerne Ambiguitätstoleranz, das heißt also Umgang mit Ungewissheit und dafür auch in kleinen Schritten mit vielen Justierungen links und rechts, Adaptionen voranzugehen. Ich habe jetzt von euch beiden gar nicht das Wort Resilienz gehört. Das ist schon der Klassiker.
Na, ich glaube, dass auch, was Susanna sagt, also diese Ambiguität, dieses auch Widersprüche aushalten, wird nochmal stärker sein. Resilienz, keine Frage, auch das werden wir aufbauen und mehr brauchen. Aber eben diese Widersprüche aushalten, die erleben wir jetzt tagtäglich viel verstärkter. Widerspruch, Spannungsfelder, die wir auflösen müssen. Und es gibt halt oft kein Ja oder Nein oder Schwarz-Weiß, das geht sich nicht aus. Und genau wie du es auch gesagt hast, ne, dieses Aufrechterhalten des Betriebs, Business voranbringen auf der einen Seite und Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, die es gibt, das ist schon ein Widerspruch oftmals. Da werden sich manche Persönlichkeiten, nehme ich an, leichter tun, andere werden sich mehr bemühen dürfen. Gibt es einen Ratschlag von euch? Eine Empfehlung? Eine Empfehlung, ja. Ja, ein bisschen mehr vielleicht auf die Intuition auch zu achten, das ein bisschen auch Vertrauen darauf, dass wir das meistern können. Oftmals erlebe ich Führungskräfte, Unternehmen, dass sie gewisse Regelungen haben wollen, Rezepte, die gibt es nicht. Und das ist, was wir gerade erleben. Wir können nicht auf Rezepte vertrauen, wir müssen uns die selber zusammenbauen. Und da würde ich jedem empfehlen, auf sich selbst zu hören, so ein bisschen darauf zu vertrauen, dass man das auch gemeinsam schaffen kann und auch ein bisschen experimentieren, in Richtung was ausprobieren, wenn etwas nicht klappt, nicht gleich verzweifeln, sondern da weiter fortführen und weitermachen. Ergänzend dazu würde ich noch gerne erwähnen, wie Entscheidungen fallen. Und das ist gerade in der Ungewissheit ein wirklich großes Thema. Und weil du musst oft tägliche Entscheidungen fällen und dann sie wieder möglicherweise revidieren. Heißt, wie kriegst du mehr Entscheidungssicherheit? Und dieses Mehr an Entscheidungssicherheit ist Intuition einerseits, Erfahrung, aber auch indem ich diversere Menschen in meine Entscheidung einbinde. Das heißt also sehr unterschiedliche Meinungen höre und dann aufgrund von verschiedenen Vorerfahrungen oder Gesprächen und so weiter dann in Entscheidungsfindung komme. Also das heißt, dieses Diversifizieren im Sinne von auch Querdenker, Querköpfe, andere Menschen aus anderen Berufsgruppen mit einzubinden. Das wird ein großer Teil unserer zukünftigen Entscheidungsfindungen kennzeichnen. Ist das eine Prognose, es wird sich öffnen in Richtung Diversität, wirklicher Diversität? Ich glaube, wir werden beides erleben. Weil Angst und offene Zukunft ist ein Cocktail, der mitunter verengt. Das heißt, man verlässt sich auf das, was man kennt und was man kann. Aber ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass es Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungspersönlichkeiten gibt, die sich genau dazu öffnen werden. Ja? Und sicherlich im Vorfeld vielleicht andere Formen wählen, um die nächsten Schritte zu diskutieren und zu probieren. Da empfehle ich immer zu kommunizieren auch, also auch die schlechten Dinge zu sagen, transparent zu machen. Das ist oft etwas, was wir Führungskräfte von unseren Teams, von unseren Mitarbeitern fernhalten wollen, aber in Wahrheit wissen die es der Flurfunk funktioniert auch im Homeoffice und da geht es ganz viel darum, offen zu sein, kommunizieren, genau diese Widersprüche, diese Diversität, wie auch immer, zu besprechen, zu benennen. Sehr viele Unternehmen werden wohl in den kommenden Wochen vor der Herausforderung stehen, ihre Unternehmen zu verändern, zu verkleinern wahrscheinlich, möglicherweise. Ich frage nochmal, wie finde ich denn als Führungskraft da Chancen? Ja, also das ist tatsächlich gar nicht einfach. Woran ich glaube, ist, dass wir uns gegenseitig Chancen ermöglichen müssen. Wir müssen uns Chancen geben, die vielleicht jetzt Dinge, die weggefallen sind, zu kompensieren. Ja, es wird auch viele Unternehmen, Organisationen geben, die so nicht weiter bestehen können. Auch da plädiere ich dafür, dass wir als Gesellschaft das neu betrachten, dieses Scheitern vielleicht auch anders sehen. Nicht Scheitern des Einzelnen, sondern was wir als Gesellschaft auch dazu beitragen können, dass Menschen hier neue Möglichkeiten finden. Aber das wird eine spannende Frage, die wir uns auch in nächster Zeit stellen müssen. Chancen gilt es auf jeden Fall zu finden. Und ich glaube, ja, und das sind die täglich auch ermöglicht werden, die wir auf täglicher Basis auch sehen und entwickeln können und vielleicht nicht die großen revolutionären Pläne, die wir jetzt vielleicht momentan nicht geben. Susanna, du hast in deinem Buch, das Leadership-Alphabet, den Terminus Chancenintelligenz. Ist das so etwas, was jetzt
akut gefragt ist? Genau, also das ist genau das, worum es jetzt geht, Chancen zu sehen und zu erkennen, wo sie offensichtlich nicht da sind. Ein Widerspruch? Nein, also offensichtlich ja, aber dann doch nein. Denn viele Dinge passieren so im Unterbewusstsein und man nimmt sie im Unterbewusstsein wahr und plötzlich sagt man, da könnten wir doch eigentlich daraus ein System oder einen Prozess oder eine Möglichkeit oder eine Aktivität machen. Also das ist das eine, die Chancenintelligenz kommt über das Unterbewusstsein einerseits und auf der anderen Seite ist es auch so, dass sehr oft Dinge entstehen, die wir gar nicht geplant haben und plötzlich sagen wir, das ist die Lösung. Ja? Also mitunter in Form von kreativen Lösungen plötzlich dann Neues zu entdecken. Und um das geht es. Und es geht um diesen Punkt, den zu erkennen, welchen Impact hat dieser Gedanke, diese Maßnahme für unsere Zeit jetzt. Es klingt anstrengend und spannend und nach sehr viel Gestaltungsspielraum. Gestaltungsspielraum, weiß ich nicht, ob wir den so haben werden. Ja, ich glaube, innerlich ja, äußerlich glaube ich nein. Ich glaube, dass viele Unternehmen durch die Krise 2008 das Thema, wie gehen wir durch eine Krise, durch eine Finanzkrise, die sich natürlich anders dargestellt hat, aber eine gewisse Form von Erfahrung auch gesammelt hat. Das ist das eine. Und das, was jetzt das Neue ist, das ist eben braucht die Chancenintelligenz, um genau in der Krise kreativ und offen auch diese Möglichkeiten zu finden, die vielleicht heute noch gar nicht denkbar sind. Vielen Dank, Susanna Wieseneder, Personal Counselor. Vielen Dank, Helga Patter-Drechsler, unsere Gastgeberin. Wir hoffen, nein, wir wissen und wir freuen uns darauf, dass wir uns bald wieder live sehen.